Videos bearbeiten online ist einfacher, als du denkst. Es gibt inzwischen viele verschiedene Online-Programme, wo du nichts installieren musst, wo du deine Videos einfach im Browser hochladen kannst. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du mit FlexClip ganz einfach deine Videos aufpeppen kannst mit zusätzlichen Texten, Animationen oder Effekten. Du kannst mit FlexClip auch Bilder einfügen, Videos einfügen, Musik hinzufügen. Es gibt eine riesen Auswahl an Vorlagen, die ich dir auch kurz zeigen möchte, was das Videobearbeiten viel schneller und einfacher macht, weil du nicht alles selber tun musst, sondern sehr gut mit diesen Vorlagen arbeiten kannst. Ich bin Sabine Schmelzer und ich bin Coach für Videomarketing, und wenn dir diese Videos gefallen, dann freue ich mich gerne über ein Like. Viele Menschen denken, dass Videobearbeitung kompliziert und zeitaufwendig ist. Und mit den meisten komplexen Programmen ist das auch so, aber es gibt jetzt Gott sei Dank diese Online-Tools, mit denen das Ganze viel einfacher geworden ist und die durch die Vorlagen viel mitliefern, was man dann nicht selber zusammensuchen muss. Denn wenn du dein Video zum Beispiel aus fertigen Videos zusammenstellen möchtest, war es bisher so, dass du auf Pixabay oder auf Pexels nach kostenlosen Videos suchen musstest, dir die runterladen musstest, dann in ein Videobearbeitungsprogramm reinladen musstest. Und bei FlexClip ist es so, dass diese Vorlagen alle im Programm enthalten sind und du dort suchen kannst und sie ganz einfach über einen Doppelklick oder das Pluszeichen hinzufügen kannst. Deshalb mag ich FlexClip so. Und wenn du dich fragst, was FlexClip kostet, dann habe ich einen Tipp für dich. Momentan kannst du FlexClip auf AppSumo, das ist eine Plattform, wo du Lifetime-Deals bekommst, noch für $49 kaufen. Und damit hast du eine Lizenz für ein ganzes Leben. Und das ist ein aus meiner Sicht sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe früher schon mal ein Video zu FlexClip gemacht, das verlinke ich dir hier oben. Schau dir auch das an. Wofür nutze ich es denn jetzt? Denn viele meiner Videos sind ja solche Talking-Head-Videos, wo ich in die Kamera spreche und die ich hinterher mit einem anderen Programm, mit Type Studio, bearbeite, damit ich auch Untertitel habe. Aber es gibt ja immer mehr Shorts, Kurzvideos für YouTube oder Reels für Facebook und Instagram, wo es wichtig ist, dass du die Aufmerksamkeit deiner Zuschauer sehr schnell am Anfang bekommst. Und da kann es helfen, wenn du durch zusätzliche Effekte und Animationen zum Beispiel Text einblenden lässt oder spezielle Lichteffekte drüber laufen lässt, weil das einfach die Aufmerksamkeit erregt, während die Leute durch Facebook scrollen. Und genau diese Effekte nutze ich auch für meine Kurzvideos, und was du damit machen kannst, wie du deine Videos damit aufpeppen kannst, das möchte ich dir jetzt zeigen. Hier möchte ich dir nochmal zeigen den Lifetime Deal bei AppSumo. AppSumo.com ist ein Portal, wo du Lifetime Deals bekommst für Software, die relativ neu ist. Und da gibt es jetzt auch noch FlexClip für $49. Ich probiere nämlich gerne neue Tools aus und manche davon sind wirklich super, manche sind weniger super, die gebe ich zurück, aber bei FlexClip werde ich das auch in Zukunft nutzen. Die Oberfläche sieht dann so aus. Du kannst dir auch hier erst einmal einen kostenlosen Account anlegen, mit dem du testen kannst, ob FlexClip etwas für dich ist. Hier oben loggst du dich dann ein, wenn du dir einen Account erstellt hast, und das habe ich schon gemacht. Dann sieht die Oberfläche so aus. Hier oben siehst du die Projekte und hier unten siehst du fertige Videovorlagen, die du benutzen kannst. Ich möchte dir jetzt an einem meiner Videos zeigen, was ich mit FlexClip mache. Und dazu habe ich, wenn du ein neues Video erstellst, dann gehst du hier oben links auf Start from Scratch. Und hier hast du die Möglichkeit, zwischen dem Timeline-Modus und dem Storyboard-Modus zu starten. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich bevorzuge den Timeline-Modus.
Und hier unten siehst du die Formate, in denen du deine Videos aufnehmen kannst. Also ich möchte jetzt das 9x16 für ein Hochformatvideo nehmen, für ein Reel, für Facebook und für YouTube. Und ich wähle dann den Timeline-Modus aus. Das wird dann gestartet und als erstes würde ich dir empfehlen, gib dem Ganzen einen Namen. Bei mir geht es um mein Schwimmteich-Video. Und dann kannst du hier in den Vorlagen entweder scrollen. Hier siehst du auch Hochformatvorlagen, aus denen du auswählen kannst, die schon animierte Texte haben, wo du einfach nur den Hintergrund austauschen musst. Aber ich möchte jetzt wirklich eine Datei hochladen. Und das Interessante ist, du kannst dich auch selber aufnehmen. Du siehst hier Screen und Webcam oder nur Screen oder nur Webcam. Das möchte ich jetzt aber nicht, aber auch das geht mit FlexClip. Das ist auch eine coole Sache. Du kannst es auch vom Smartphone hochladen, indem du hier einen QR-Code scannst und dann verbindet sich FlexClip mit deinem Smartphone. Das habe ich auch schon getestet. Das ist cool, weil ich dann meine aufgenommenen Videos vom Smartphone nicht extra nochmal hochladen muss. Aber in diesem Fall nehme ich ein bereits aufgenommenes Video, was ich hier schon vorbereitet habe. Und das ist ein kurzes Video über meinen Schwimmteich, Schwimmen am Morgen. Halt, stopp, ich muss das erst hinzufügen. Über das Pluszeichen wird das hier unten eingefügt oder du ziehst es per Drag and Drop runter. Du siehst, das Video ist, Kannst du dir vorstellen, bei 14 Grad noch nicht optimal, um die Aufmerksamkeit zu erregen. Das möchte ich jetzt etwas aufpeppen. Und zwar möchte ich dort Text einblenden und dazu gehe ich mal auf die Textvorlagen und hier auf die Modern Titles und wenn du hier mit dem Cursor über die Titel fährst, dann siehst du, was dort für Animationen drin sind. Ich möchte einfach diese hier haben und schieb die mal hier oben hin. Den Text kann ich natürlich austauschen, indem ich einen Doppelklick drauf mache. Dann kommt hier links das Texteingabefeld und das kann man für jede Zeile einzeln machen. Ich kann hier auch die Farbe ändern, wenn du eine andere Farbe haben möchtest. Die Textfarbe ändern. Die untere würde ich gerne auf weiß haben. Und was ich auch machen kann, wir schauen uns das mal an, wie es jetzt aussieht. Es wird von rechts eingeblendet. Du hast hier aber ganz viele Effekte, wie das Ganze auch animiert werden kann. Dann purzelt es hier rein. Hier wird es von außen reingeblendet. Und diese Effekte, das ist eben das, was die Aufmerksamkeit erregt. Das ist das eine, animierten Text hinzufügen. Aber du kannst noch viel mehr. Und zwar gibt es hier sogenannte Effekt-Overlays. Hier unten siehst du auch Decorative Overlays. Und da gehen wir mal rein, wie das aussieht, weil auch das sind Sachen, die dein Video aufpeppen können. Du siehst, plötzlich sind neue Elemente drin und wenn wir es jetzt mal anschauen, blinkt es und bewegt es sich überall. Also auch so kannst du Aufmerksamkeit erregen. Du kannst hier natürlich die Farben anpassen, aber ich möchte das wieder rückgängig machen, weil ich dir einen anderen Effekt zeigen möchte. Und zwar hier oben die Effekt-Overlays. Da gibt es auch ganz coole Sachen. Und zwar suche ich einen hier unten, diesen hier. Den fügen wir mal hinzu. Und dann sieht das Ganze plötzlich so aus. Und das erregt natürlich noch mehr Aufmerksamkeit. Du kannst das Video selber auch mit einem Filter noch zusätzlich aufpeppen. Und wenn du zum Beispiel 2 Effekte haben möchtest, dann kannst du das Video schneiden, indem du hier sagst Split. Dann wird es sozusagen getrennt. Und jetzt möchte ich den Text nicht über das ganze Video haben. Mit einem Doppelklick bist du hier in der Timeline im Bearbeitungsmodus und kannst dann noch sagen, ich möchte den Text nur bis da eingeblendet haben und diesen Effekt möchte ich auch nicht komplett die ganze Zeit laufen haben
Und dann sieht das Ganze so aus. Kannst du dir vorstellen, Und du hast vielleicht gesehen, ich fange nicht sofort an zu sprechen. Auch das kann ich natürlich hier noch rausschneiden, indem ich auf den Videobalken gehe. Und kurz bevor ich den Mund aufmache, da halte ich jetzt an. So, damit ist das am Anfang auch weg. Wenn du deine Einstellungen gemacht hast, gehst du hier einfach auf Zurück. Und jetzt kannst du dir vorstellen, bei 14 hast du Grad besondere kaltem Wasser Effekte morgens zu drin schwimmen? und die Leute Genau das gucken mache ich einfach nämlich viel eher momentan. hin, während Ich gehe sie noch durch jeden ihre Morgen in unseren Timeline Schwimmteich. rollen. Wir legen jetzt nochmal über den zweiten Videoclip auch noch etwas drüber. Ich schaue mal, welchen ich hier nehme. Ja, nehmen wir doch mal den hier und schauen uns das jetzt an. Und ich möchte dich ermutigen, Der ist geh auch neue Wege, traue dich. aufmerksamkeitserhaschend. Hier habe ich auch noch das Schwimmen drin, das möchte ich gerne rausnehmen. Deshalb mache ich hier einen Doppelklick und markiere den Text und sage einfach entfernen, dann ist das hier auch weg. Damit wären die Effekte und der Text drin. Du kannst aber auch noch Musik hinzufügen. Auch da gibt es eine riesen Auswahl. Wenn du hier auf Audio gehst, kannst du hier verschiedene Musikgenres oder Moods auswählen. Ich nehme ganz gerne Beats, wie du hörst, und da brauche ich einfach nur sagen Plus und dann fügt ihr mir das in der entsprechenden Länge hier unten zu und schneidet das automatisch. Das ist jetzt nur ein bisschen laut, deshalb würde ich dir empfehlen, das leiser zu machen, und das geht hier unten über den Lautsprecher so ungefähr bei 6-7%. Und hier kannst du auch noch sagen, einblenden, damit es nicht zu schnell auftaucht, und ausblenden. Und den Ton des Videos selber würde ich dir empfehlen, setz den immer auf 100%, wenn du Musik im Hintergrund hast. Und bei diesem Clip natürlich auch. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Kannst du dir vorstellen, bei 14 Grad kaltem Wasser morgens zu schwimmen? Und du siehst, das sieht doch schon viel peppiger aus als vorher, als keine Schrift drin war, als noch keine Effekte drin waren. Und so wird das Video wahrscheinlich viel mehr Aufmerksamkeit erregen. Und wenn du es exportieren möchtest, gehst du einfach hier oben auf Export, sagst entweder 720 Pixel oder 1080 Pixel, gehst dann auf Export und kannst dir die Videodatei runterladen. Und ich möchte dir jetzt noch kurz zeigen, was du auch damit machen kannst. Aus fertigen Videodateien, die dir FlexClip mitliefert, kannst du auch Videos machen, wo du dich gar nicht selber zeigst. Für Video-Ads zum Beispiel oder kurze Videos, die zu deinem Thema passen. Und ich habe hier mal so ein Video gemacht. Da bin ich gar nicht selber zu sehen, sondern ich habe hier bei Videos einfach mal eingegeben Video Recording, weil das eben mein Thema ist, was ich ja meinen Kunden beibringe. Und du siehst hier eine Menge von Videoclips, wo Leute sich selber aufnehmen, und diese Auswahl an Videoclips habe ich noch in keinem anderen Portal gefunden. Das passt also super für mich. Da habe ich mir 3 verschiedene Szenen rausgesucht, wo Menschen in die Kamera sprechen, habe hier oben Text hinzugefügt, habe noch einen Hintergrund in meiner Farbe gemacht, und das Ganze sieht dann so aus. Und das ist der große Vorteil von FlexClip. Du kannst die Videos nehmen, die hier drin sind, und du siehst, da ist eine ganze Menge drin zu verschiedenen Themen. Wenn du zum Beispiel Kosmetik eingibst, wenn das dein Thema ist, dann findest du hier eine ganze Reihe von Videos, die du verwenden kannst in deinen Videos, einfach als Vorlagen. Und wenn du mehr solcher Videotipps haben möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal. Und wenn du Unterstützung brauchst bei deinen Videos,
dann melde dich einfach bei mir. Dann buch dir gerne ein kostenloses Beratungsgespräch über meine Webseite. Den Link findest du unten in der Beschreibung.